Hallo, liebe Preisträgerinnen und Preisträger. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns nochmal zu versammeln. Wir wären jetzt normalerweise im Audimax. Wir hätten Musik, eine festliche Atmosphäre, vorweihnachtliche Gefühle und alles, was dazugehört. Und Sie würden Ihre Urkunden entgegennehmen für Ihre ausgezeichneten Arbeiten. Und all das ist dieses Jahr in der Form nicht möglich. Das tut mir leid und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse es ungeheuer. Ich sitze hier und schaue auf die Brücke zwischen U35 und Campus, einen Ort, wo zu normalen Zeiten morgens Tausende von Leuten, von Studierenden, von Mitarbeitern der Universität den Campus betreten. Das Geklapper der Platten macht mich zwar manchmal nervös, aber im Augenblick wäre ich froh, wenn ich es hören würde. Gleichwohl, Sie haben einen tollen Abschluss gemacht. Sie haben Preise bekommen für Ihre Arbeiten. Die Fakultäten haben Sie ausgewählt als besondere Abschlussarbeiten. Und dazu möchte ich Ihnen auch persönlich ganz herzlich gratulieren. Wir haben uns jetzt hier in Zoom versammelt, dem Medium, wo im Augenblick das meiste universitäre Geschehen darüber abgewickelt wird. Und wir wollen versuchen, ein bisschen zu feiern. Ich habe schon von anderen Leuten gehört, dass es auch gemeinschaftliche Weinproben über Zoom gibt. Das ist mir noch völlig fremd, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber wir haben Ihnen ja ein kleines Geschenkpaket geschickt, was Sie gleich auspacken dürfen. Wir haben Ihnen die Urkunden per Post zugestellt. Ich habe auch gelesen, dass bei Frau Diekmann das Paket bei ihren Eltern angekommen ist, weil sie in München sitzt und wir die alte Adresse hatten. Also Sie sind wahrscheinlich noch ohne die entsprechende Ausstattung, aber auch das werden wir irgendwie hinkriegen. Ich möchte ein ganz kleines bisschen, nachdem ich eben schon eine nachgelagerte Prüfung mit Frau Griem absolviert habe, die sie aber sehr gut bestanden hat, möchte ich ganz gerne von Ihnen ein bisschen was darüber hören, wie es Ihnen gerade geht, wo Sie gerade sind, ob Sie denn nach dem Abschluss Ihres Studiums jetzt im Berufsleben angekommen sind. Es sind ja auch für viele Berufsanfänger schwierige Zeiten. Das merkt man sehr deutlich in vielerlei Hinsicht. Gleichwohl höre ich auch immer wieder, dass doch die länger geplanten Wege schon stattgefunden haben. Vielleicht hat irgendjemand was zu erzählen zu dieser Frage und ich würde mich freuen, mal zu hören, wie es bei Ihnen gelaufen ist und wo Sie die nächsten Schritte zurzeit unternehmen oder auch, wo Sie vielleicht im Moment stecken geblieben sind. Dann kann man Ihnen nur wünschen, halten Sie durch. Es kommen wieder andere Zeiten. Wer möchte? Ja, ich kann erstmal ganz langweilig anfangen. Sarah Uhlmann, ich bin Theologin und ich bin auch an der RUB geblieben. Also ich bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Also das hat funktioniert. Die Doktorandenstellen waren noch nicht verstopft von denen, die jetzt noch nicht da raus müssen, weil sie ein halbes Jahr länger beschäftigt werden nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wenn es denn sich um Stellen handelt, wo die Abschlüsse, die eigenen Doktorabschlüsse dann verzögert sind. Das hat bei Ihnen keinen Hinderungsgrund offenkundig abgegeben. Genau, nein, bei mir ist alles gut gelaufen und meine Vorgängerin hat einen Ruf nach Berlin bekommen. Also. Wunderbar, dann funktioniert die Pipeline, super. Ja. Wer hat noch eine Geschichte? Also für mich gilt tatsächlich dasselbe. Ich bin auch an der RUB als Doktorand geblieben und arbeite jetzt dort in einem DFG-Projekt zur Textgenerierung in der Linguistik. Mhm. Also zwei, die zu Hause geblieben sind sozusagen oder hier bei uns geblieben sind. Wie ist das bei den anderen? Wer ist denn in ein ernsthaftes Beschäftigungsverhältnis übergetreten? Ich kann mich nur anschließen, ich bin auch an der RUB geblieben. Ich konnte 2 Tage bevor der Lockdown und die Verwaltung auch zu war, konnte ich noch meinen Vertrag unterschreiben und bin total glücklich,
jetzt mit der ganzen Stille gerade in den Sozialwissenschaften geblieben zu sein. Aber vermisse natürlich auch, also ich arbeite natürlich auch viel von zu Hause aus, vermisse auch die RUP. Ja. Geben wir Bei mir ist es etwas anders. Sorry. Ja, Ich bin mal nicht an der RUP geblieben, sondern ich bin nach München gegangen. Aber das ist auch alles zum Glück gut gelaufen. Also ich promoviere am Max-Planck-Institut für translationale Psychiatrie in München. Aber zum Glück auch keine großartigen Einschränkungen durch Corona, was das angeht, außer bei Konferenzen oder so. okay. Also ich war eben schon versucht zu fragen, ob wir denn unsere Absolventenpreise vor allen Dingen an die Leute geben, die auch bei uns als Mitarbeiter bleiben. Aber Gott sei Dank ist das nicht der Fall, sondern Sie haben auch eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung gewählt als Arbeitsort. Herzlichen Glückwunsch dazu. Da war eben noch jemand, der gerade angefangen hat zu reden. Ich habe Sie unterbrochen. Ja, genau. Ich wollte mich anschließen. Ich bin auch tatsächlich nicht an der RUP geblieben, sondern ich durfte während Lockdown-Zeiten einen Umzug nach Schottland organisieren und bin jetzt gerade in Edinburgh und mache hier meine Promotion in Genetik und Genomik. Und ja, bin ganz froh, dass ich meine Stelle jetzt erstmal sicher habe für 3 Jahre. Ja. Wie ist die Lage in Edinburgh? Die Gesamtzahlen sind natürlich deutlich geringer, aber das ist natürlich auch der geringen Bevölkerungsdichte zu Schulde. Sonst sind die Lockdown-Bedingungen ziemlich gleich wie in Deutschland. Okay. Okay, ja, das ist in Nordengland, glaube ich, deutlich anders als in den Ballungszentren, ja. Na gut, wir wünschen alles Gute. Also dann haben wir jetzt immerhin 2, die bei uns waren, oder 3 und 2, die das Weite gesucht haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre beruflichen Pläne verwirklichen können und dass es Ihnen letztlich auch so geht. Sie haben mit Sicherheit eine solche Qualifikation, dass man von der Seite keine Zweifel an Ihrer weiteren Karriere haben darf. Und ich hoffe, dass Ihnen dieser Preis auch in Ihrem Lebenslauf gut stehen wird. Ja, jetzt können wir im Grunde die Pakete aufmachen und jetzt kommt das für mich Neue, wie man sich mit einem solchen Getränk per Zoom zuprostet. Sie müssten auch alle so irgendwas haben, wo Jahresfeier 2020 draufsteht und vielleicht kriegen wir das koordiniert auf dem Bildschirm hin, dass wir das alle mal zusammen machen. Ach, ich sehe, Sie haben die Kisten noch gar nicht ausgepackt. Also auf das Anziehen der T-Shirts und so können wir, glaube ich, verzichten. Das würde jetzt ein bisschen zu kompliziert werden. Genau. Auch das wird ein schönes Bild. Frau Diekmann, Sie müssen sich irgendwie anders behelfen. Ach, Sie haben was. Okay, das sieht auch gut aus. Ja, dann auf Ihre tollen Arbeiten und Ihren weiteren Lebensweg. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Prost! Ja, wir hätten sonst noch ein bisschen im Audimax oder im Foyer rumstehen können und uns dort noch etwas unterhalten. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken für Ihr tollen Arbeiten, dafür, dass Sie heute nochmal sich an der Ruhr-Universität im virtuellen Raum versammelt haben und Ihnen alles Gute wünschen. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. 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 Einen schönen Abend noch. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.